Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. In diesem Abschnitt unseres Programms setzen wir unsere Diskussion über Dave Hunts neues Buch Judgment Day: Islam, Israel and the Nations fort. Wenn Sie das Buch haben und mit uns mitlesen möchten, wir beginnen mit Kapitel 6 mit dem Titel Das heidnisch-islamische Fundament des Terrorismus. Dave, eines von vielen Dingen, die ich an deinem Buch schätze, ist, wie gewissenhaft du die Geschichte des Islam anhand echter islamischer Historiker und islamischer Dokumente darstellst. Du hast Judgment Day nicht mit Material aus einer anti-islamischen Voreingenommenheit vollgepackt. Und du hast auch nicht zugelassen, dass die vielen islamischen revisionistischen sogenannten Historiker deine Arbeit beeinflussen. Würdest du unseren Hörern also in den nächsten etwa 20 Minuten eine Einführung Grundlagen 101 in die islamische Geschichte geben, im Blick auf den Titel dieses Kapitels, das heidnische Fundament des Terrorismus? Nun, Tom, ohne in zu viele Details zu gehen. Mohammed wurde, wie wir meinen, irgendwann um 570 nach Christus geboren. Er begann Ende 622, 630, so um den Dreh, Offenbarungen zu bekommen, und anfangs waren sie ziemlich harmlos. Er versuchte den Christen und Juden entgegenzukommen, die er kannte, mit denen er Kontakt gehabt hatte. Von ihnen hatte er ein bisschen über die Bibel gehört. Dabei ist er ziemlich durcheinander geraten. Er soll Analphabet gewesen sein. Er sprach diese Offenbarungen aus, wenn dieses Wesen zu ihm kam, das er nach eigener Aussage sah und von dem er behauptete, es sei Gabriel. Sie wurden von Leuten, die zufällig dabei waren und zuhörten, aufgeschrieben, auf allem, was sie gerade zur Hand hatten. Stöcke, Steine, Blätter, was auch immer. Sie versuchten einfach, irgendetwas aufzuschreiben. Manche lernten es auswendig. Und natürlich gab es später, als es schließlich schriftlich festgehalten werden sollte, Streit darüber, was der authentische Koran sei. Aber jedenfalls, als die Christen und Juden ihn nicht als Propheten Allahs akzeptieren wollten, und du musst verstehen, dass Allah der Hauptgott in der Kaaba war. Allah ist eine Zusammenziehung von Al-Ilah, was der Hauptgott bedeutet. In dieser Kaaba, diesem Götzentempel dort in Mekka, gibt es etwa 360 Götter. Dave, ich möchte dich kurz unterbrechen, weil die Historiker, islamische Historiker, anzudeuten scheinen, dass Mohammed nicht sicher war, ob er von einem Dämon besessen war oder nicht. Und du hast hier ein Zitat, in dem seine erste Frau Chadidja ihm helfen wollte herauszufinden, ob das wirklich von Gott kam oder ob es ein Dämon war. Lass mich diesen Test zitieren, das ist wirklich faszinierend. Sie sagte zum Gesandten Allahs: O Sohn meines Onkels, kannst du mir von deinem Besucher berichten, wenn er zu dir kommt? Er antwortete, dass er es könnte, und sie bat ihn, es ihr zu sagen, wenn er komme. Als Gabriel dann zu ihm kam, wie er es zu tun pflegte, sagte der Gesandte zu Chadidja: Das ist Gabriel, der gerade zu mir gekommen ist. Steh auf, o Sohn meines Onkels, sagte sie, und setz dich an meinen linken Schenkel. Der Gesandte tat es, und sie sagte: Kannst du ihn sehen? Ja, sagte er. Sie sagte: Dann dreh dich um und setz dich auf meinen rechten Schenkel. Er tat es, und sie sagte: Kannst du ihn sehen? Und als er sagte, dass er es könne, bat sie ihn, sich zu bewegen und sich auf ihren Schoß zu setzen. Als er das getan hatte, fragte sie wieder, ob er ihn sehen könne. Und als er ja sagte, entblößte sie ihre Gestalt. Das heißt, sie zog ihre Kleidung aus und legte ihren Schleier ab. Während der Gesandte auf ihrem Schoß saß, sagte sie: Kannst du ihn sehen? Er antwortete: Nein, und sie sagte: O Sohn meines Onkels, freue dich und sei guten Mutes. Bei Allah, er ist ein Engel und nicht ein Satan. Das stammt aus der Lebensgeschichte Muhammads von Ibn Ishaq, und es wurde erstmals im Jahr 768 nach Christus veröffentlicht. Das ist also ziemlich nah dran an der Zeit. Es gilt als eine der zwei maßgeblichen Biografien. Die andere ist The Expeditions of Muhammad von Al-Waqidi.
und die wurde im Jahr 822 nach Christus veröffentlicht. Nun, Mohammed war nach vielen Berichten aus den Hadithen und diesen Geschichtswerken und so weiter nicht sicher, ob er dämoniak besessen war. Die islamischen Autoren gehen darauf in großer Ausführlichkeit ein. Außerdem wurde Mohammed suizidal. Und er war so unsicher und so gequält. Tatsächlich, als diese sogenannten Offenbarungen für einige Monate ausblieben, wurde er sehr suizidal. Er hatte Angst, den Kontakt zu Gott verloren zu haben. Oder zu dem, was auch immer es war, das ihm diese Erscheinungen und diese Offenbarungen gab. Aber jedenfalls, am Anfang waren seine sogenannten Offenbarungen, und ich muss sagen, ich denke, vieles davon muss aus seiner Vorstellungskraft gekommen sein. Freundlich gegenüber Christen und Juden. Weil er ihnen entgegenkam, versuchte sie dazu zu bringen, ihn als Propheten anzunehmen. Versuchte sie dazu zu bringen, die erste große Änderung zu akzeptieren, die er am Heidentum vornahm. Das hat nun ein heidnisches Fundament. Das war ein heidnischer Tempel voller Götzen. Wie wir sagten, war Allah der Hauptgötze, einer unter vielen. Nun, Mohammed bekam Offenbarungen, die sagten, Allah sei der einzige Gott. Nicht der Hauptgott, sondern der einzige Gott. Und entweder du akzeptierst das, oder du wirst getötet. Nun, warum sollten Christen und Juden Allah als den wahren Gott akzeptieren, wenn sie wissen, dass Allah der Hauptgott in einem heidnischen Tempel ist, der immer noch dort steht? Also akzeptierten sie das nicht. Dann wandte er sich gegen sie, und der Koran beginnt seinen Ton zu ändern. Ursprünglich wurden Juden und Christen die Leute des Buches genannt, und tatsächlich war die Qibla, das heißt die Gebetsrichtung, nach Jerusalem ausgerichtet. Das war nur sehr kurz. Als sie das nicht akzeptierten, richtete er das Gebet dann nach Mekka aus, zur Kaaba hin. Nun, das ist von großem Interesse, weil das Gebet in den ersten Jahren des Islam zur Kaaba hingerichtet ist. Das ist ein heidnischer Tempel voller Götzen, ja? Mohammed, seine Familie, sein Stamm, so haben sie angebetet. Das war ihr Glaubenssystem. So haben sie tatsächlich ihr Geld verdient, denn sie hatten dort einen Götzen für jeden, der vielleicht mit einer der Karawanen durch Mekka kam. Es wird also noch seltsamer, wenn wir weitergehen, denn 628, das wäre Hijra 6. Der muslimische Kalender ist Aha, Anno Hijra. Der englische Kalender oder der westliche Kalender ist AD, Anno Domini. Im Jahr 622 floh Muhammad von Mekka nach Yathrib. Damals heißt es Yathrib. Die Stadt war von Juden gegründet worden. Und Muhammad tötete schließlich jeden Juden. Und etwa 900 der Krieger, denen freier Abzug versprochen worden war, wenn sie sich ergeben würden. Muhammad hatte zu dieser Zeit eine überlegene Streitmacht. Sie ergaben sich und dann wurden sie enthauptet. Tatsächlich sind sie unter dem Marktplatz begraben, in dem, was heute Medina genannt wird, was die Stadt des Propheten bedeutet. Der muslimische Kalender beginnt also 622. Ist es nicht ein bisschen seltsam, dass der Kalender damit beginnt, dass er aus Mekka flieht? Nicht gerade etwas, womit man prahlen würde. Oder etwas von Bedeutung aus Stolzperspektive. Vieles daran ist sehr seltsam, weil, wie wir erwähnt haben, Mekka das Zentrum der Steinverehrung, der Götzenverehrung war. Die Kaaba hatte 300 und so viele Götzen. Und seine Qibla, das heißt die Gebetsrichtung, ist auf diesen Götzentempel ausgerichtet. Kein Wunder, dass Christen und Juden das nicht akzeptierten. Sie wissen, das ist ein Götzentempel. Der muslimische Kalender datiert ab 622 Aha, Anno Hijra. Unser Kalender natürlich AD, Anno Domini, im Jahr des Herrn, das heißt im Jahr der Hijra. Das ist, als er floh. Also hatte Muhammad in Aha 6, das ist 628 nach Christus, ein so starkes Verlangen, am Hajj teilzunehmen. Nun, die Muslime haben einen Hajj. Man kann ihn jederzeit machen. Eine Pilgerfahrt. Eine Pilgerfahrt zur Kaaba. Und es gibt heidnische Zeremonien, die sie dabei durchlaufen, die heute dieselben sind. Die Leute denken, der Hajj sei etwas, das Mohammed erfunden habe. Etwas spezifisch Islamisches. Tatsächlich ist das nicht so.
Er wurde von den heidnischen Arabern jahrhundertelang praktiziert, bevor Mohammed geboren wurde. Also will Mohammed 628 friedlich nach Mekka zurückkehren und am Hajj teilnehmen. Was soll er mit seinen neuen muslimischen Anhängern machen? Er wird sich Tausenden von Heiden anschließen, um zu einem heidnischen Tempel voller Götzen zu gehen. Nun, die Mekkaner sind zu dieser Zeit zufällig zu stark für ihn. Und so trafen sie ihn, verweigerten ihm den Eintritt und sie schlossen es heißt Hudna, ein zeitweiliger Waffenstillstand. Es war ein 10-Jahres-Abkommen, dass sie nicht gegeneinander kämpfen würden. Es heißt der Vertrag von Hudaybiyah. Sehr, sehr wichtig in der islamischen Geschichte, weil das den Präzedenzfall setzt. Und das ist die Grundlage des Gesetzes von Krieg und Frieden in Islam. Kein Muslim kann Frieden schließen. Sie können nur eine Hudna, das heißt einen zeitweiligen Waffenstillstand, mit ob Christen oder Juden oder wer auch immer schließen. Und der einzige Zweck ist nicht, die Feindseligkeiten zu beenden, sondern die eigenen Kräfte für den finalen Angriff zu sammeln, um den Feind zu besiegen. Es dient dazu, den Feind zu täuschen. Teil der Vereinbarung des Vertrags von Hudaybiyah war, dass Mohammed im nächsten Jahr 629 dann der Eintritt erlaubt würde. Aber um dieses Privileg zu erhalten, musste er anerkennen, dass er nicht der Prophet Allahs sei. Wieder ziemlich interessant, weil es da schriftlich festgehalten ist. Wir haben noch Kopien davon, die bis heute überliefert sind. Und alle muslimischen Historiker stimmen darin überein. Also kommt 629 Mohammed, der Führer dieser angeblich neuen Religion Islam, und führt seine Anhänger, neue Muslime sind sie, und sie schließen sich den Heiden bei dieser Pilgerfahrt zur Kaaba an. Wenn sie dort ankommen, gehen sie 7-mal darum herum. Jedes Mal küssen sie den dunklen Stein. Sie berühren einen anderen Stein an der jemenitischen Ecke, und ich kann nicht auf alle Details eingehen. Sie gehen hinaus und das erstreckt sich über mehrere Tage. Sie laufen 7-mal hin und her zwischen Marwa und Safa, 2 Bergen, angeblich zur Erinnerung an Hagars Suche nach Wasser. Sie gehen ins Wadi Mina, und dort gibt es 3 Steine, die angeblich Satan darstellen. Sie werfen 7 Steine auf jede dieser Darstellungen, 21 Steine auf Satan. Du erinnerst dich vielleicht, dass beim letzten Hajj, ich weiß nicht mehr wie vielen, mehrere tausend Menschen dort in Wadi Mina zu Tode getrampelt wurden. Da ist eine kleine Brücke, über die man dorthin gelangt. Und die Leute drückten von hinten, und Menschen wurden von der Brücke gestoßen, und einige wurden zu Tode getrampelt. Es passiert bei fast jedem Hajj, dass viele Menschen sterben. Aber jedenfalls, er nahm also an all diesen heidnischen Zeremonien teil, die seine Vorfahren seit Jahrhunderten ausgeübt hatten und die er, bevor er angeblich der Gründer dieser neuen Religion Islam wurde, seit seiner Kindheit praktiziert hatte. 630 nach Christus, er war jetzt stark genug, brach er diesen Vertrag. Diese Verträge, diese Hudnas, werden nur geschlossen, um gebrochen zu werden, sobald man die Macht dazu hat. Und kein Muslim heute kann sich dagegen stellen. Kein Muslim würde es wagen, Frieden zu schließen. Darum haben sie, als Anwar Sadat angeblich Frieden mit Israel schloss, ihn getötet, seine eigenen Truppen, während er dort eine Parade abnahm. Du weißt schon, eine Militärparade. Also, Mohammed brach nun den Vertrag. Er übernimmt Mekka, aber er erlaubte den heidnischen Arabern für kurze Zeit weiterhin zusammen mit den Muslimen an dieser heidnischen Zeremonien teilzunehmen. Dann gab er ihnen 4 Monate. Entweder ihr bekehrt euch innerhalb dieser 4 Monate zum Islam, oder wir töten euch. Und von da an durfte niemand, der kein Muslim war, sich Mekka nähern. Und das ist bis heute Gesetz. Nun, wie hängt das mit Terrorismus zusammen? Wie hängt das zusammen, das islamische Fundament, ein heidnisches Fundament des Terrorismus? Weil Mohammed, es gibt keine andere Möglichkeit zu erklären, was er praktizierte, als Terrorismus. Er begann seine Laufbahn mit den Morden an etwa 25 Dichtern. Mohammed bekam immer dann eine Offenbarung, wenn er sie brauchte. Und weil diese Dichter Verse schrieben,
die nicht schmeichelhaft über ihn waren, erhielt er eine Offenbarung. Sie steht im Koran, dass alle Dichter von Satan inspiriert seien und getötet werden sollten. Also ließ er sie töten. Eine von ihnen stillte ihr jüngstes Kind, als sie erstochen wurde. Eine andere war, glaube ich, etwa 100 Jahre alt. Aber jedenfalls begann seine Laufbahn dann nicht nur mit Morden, sondern auch mit Angriffen auf Karawanen und Dörfer. Und du erinnerst dich, dass die ersten 3 Angriffe auf Karawanen ein Fehlschlag waren. Nun dann, was meinst du? Mohammed bekam eine neue Offenbarung. Du musst verstehen, dass Ramadan keine islamische Erfindung ist. Nichts, was spezifisch islamisch wäre. Wiederum ist es eine Praxis der heidnischen Araber. Sie wurde jahrhundertelang ausgeübt, bevor Mohammed geboren wurde. Also hatten die heidnischen Araber seit Jahrhunderten vereinbart, dass Ramadan eine Zeit des Friedens ist. Wir greifen nicht an. Und was meinst du? Mohammed erhielt eine Offenbarung. Wieder, sie steht im Koran. Der Koran erklärt, dass er zuerst im Monat Ramadan inspiriert worden sei. Okay? Ramadan existierte also bereits, nach dem Koran. Und Mohammed erhielt eine Offenbarung, dass, was meinst du, Muslime während des Ramadan kämpfen dürften. Und das brachte ihm seinen ersten erfolgreichen Angriff auf eine Karawane nahe einem Ort namens Badr. Weil die Karawane sehr ahnungslos war, dass irgendjemand so etwas tun würde. Genau. Sie rechneten nicht mit einem Angriff. Und das war Mohammeds erster Erfolg. Also hat der Koran angeblich Eingebungen von Allah, die Mohammeds Wünschen entgegenkommen. Und so wurde der Islam gestartet. Dann, wegen dieses Erfolgs, siehst du, Mohammed war herausgefordert worden, ein Wunder wie Jesus zu tun. Er konnte kein Wunder tun, aber nun war dies das Zeichen, dass dies der wahre Gott Allah sei. Und Araber begannen, sich dem Islam anzuschließen, um an der Beute teilzuhaben, die ihnen versprochen wurde. Und das Versprechen kam durch den Koran, dass diejenigen, die nun in diesem Dschihad sterben, denn das diente dem Zweck, den Islam zu verbreiten. Du akzeptierst den Islam nicht friedlich? Wir schlagen dir den Kopf ab, wenn du es nicht tust. Und genau bei diesem Angriff bei Badr erzwang Mohammed einige Bekehrungen unter dem Schwert. So begann er Dörfer anzugreifen. Es gab etwa 65 Angriffe während seines Lebens, die er plante. Er war offenbar ein ziemlich gerissener militärischer Stratege. 27 davon führte er persönlich an. Das war Schlachten, Chaos, Mord, Sklaverei. Und wenn du den Islam nicht akzeptiertest, wurdest du getötet. So einfach ist das. Und niemand kann es leugnen. Ist das Terrorismus? Ich weiß nicht, wie man es sonst nennen sollte. Was versucht ein Terrorist heute zu erreichen? Sie versuchen dem Islam weltweit Geltung zu verschaffen. Sie versuchen, die westliche Welt einzuschüchtern, damit wir den Islam annehmen. Das ist der ganze Zweck davon. Sie wollen unsere Zivilisation zerstören. Und sie wollen der Welt eine islamische Zivilisation aufzwingen. Du musst essen wie Mohammed, du musst leben wie Mohammed und dich kleiden wie Mohammed. Darum siehst du die Taliban. Und darum kleiden sie sich so und praktizieren es so und verschleiern Frauen und so weiter. Das war zuvor Teil des Heidentums vor dem Islam. Die Araber griffen einander an. Sie kämpften gegeneinander. Ihre Loyalität galt dem Stamm. Es gab große Feindschaft, aber Mohammed lenkte diese Loyalität vom Stamm auf den Islam und auf Allah um. Und er zwang ganz Arabien den Islam auf. Was du gerade dargelegt hast, hat mit dem 7. Jahrhundert zu tun. Und es ist nicht so, dass wir eine Gesellschaft gehabt hätten, die sich über diese Jahrhunderte verändert hat und jetzt wieder weit zurückfällt zu damals. Das ist eingeprägt, das wird gelehrt. Diejenigen, die zum Beispiel die Jets steuerten, die in die Twin Towers flogen, sie lebten aus, was ihr Glaube sie gelehrt hatte, und sie suchten die Belohnung. Darum benutzen sie Märtyrer. Aber nein, das ist der Grund, warum sie den Selbstmord. Mord begingen wegen der Preise, die bis dahin zurückgehen und ihnen eingeprägt worden sind, sicher in ihrem Leben. Aber es geht Jahrhundert um Jahrhundert um Jahrhundert zurück. Ja,
Lass mich erklären, wie eingeprägt das ist, Tom. Mohammed übernahm Arabien. Als er 632 nach Christus starb, dachten die Araber, die unter dem Schwert zum Islam bekehrt worden waren, sie seien frei. Sie versuchten, den Islam zu verlassen. Abu Bakr, sein erster Nachfolger, und seine Männer, im Namen Allahs und im Gehorsam gegenüber Allah, der gesagt hatte, wer seinen Glauben aufgibt, tötet ihn, töteten Zehntausende. Manche Historiker sagen 70.000 und zwangen Arabien zurück in den Islam. Von da an breitete sich der Islam aus. Es war das am schnellsten wachsende und größte Reich, das je bekannt war. Vom Schwert getragen, von Frankreich bis China. Nun, jeder, der das nachprüfen will, soll einfach ins Internet gehen und nach Wars of Apostasy suchen. So werden sie genannt. Wegen der 70.000, die getötet wurden, um Arabien, ehemalige Muslime, das sind Araber, zurück in den Islam zu zwingen. Das ist der Islam heute. Und darum geht es beim Terrorismus. Sie sind nicht einfach nur draußen und versuchen, Menschen zu töten. Sie sind draußen und versuchen, diese Welt in den Islam zu zwingen. Und tatsächlich ist das, was Allah befohlen hat. Mohammed sagte, Allah hat mir befohlen, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis alle Menschen bekennen, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, und dass Mohammed sein Prophet ist. Und das ist das Fundament des islamischen Terrorismus heute.